Herzlich willkommen bei Motorwoche. Wir sind wieder auf der Nordschleife unterwegs. Ich habe mir wieder Markus geschnappt. Danke sehr, dass du dabei bist. Ihr habt ja letztens mal echt hart gefeiert, dass er dabei war. Und was auch krass war, viele haben geschrieben, ich hätte auch gern einen Markus, der neben mir sitzt auf der Nordschleife. Und das Krasse ist, ihr könnt Markus wirklich fragen. Also ich blende jetzt mal hier unten sein Instagram-Konto ein. Da können die Leute dich hier anschreiben. Ja, ne? gerne. Also Markus ist wirklich Instruktor, Fahrtrainer. Also wer ein Fahrtraining will, kann sich wirklich bei ihm melden. Du machst sowas hauptberuflich. Ja, genau. Wollte ich nochmal erwähnt haben auch. Ja, gerne. Wie ihr unschwer auf dem Thumbnail erkennen konntet, sind wir mit dem M4 unterwegs. Und ich freue mich sehr und bin auch sehr stolz, dass BMW mir das Vertrauen entgegengebracht hat und gesagt hat, du darfst mit dem M4 auf der Nordschleife fahren. Wirklich eine sehr geile Sache. Ich habe auch einen gesunden Respekt vor dem Auto, denn das Auto ist echt verdammt schnell. Wir haben gerade schon auf der Fahrt zur Nordschleife so ein bisschen getestet, ein bisschen geguckt, was so geht. Ich fahre das Auto jetzt mittlerweile auch schon eine Woche, deswegen habe ich auch schon so ein bisschen reingefühlt, habe so ein bisschen Erfahrung mit dem Auto, weiß, was geht und was nicht. Aber Markus war auch gerade auf dem Beifahrersitz sehr überrascht, was er Performance technisch hier so auf die Straße bringt. Und das ist für einen BMW meiner Meinung nach sehr untypisch, weil BMWs früher nicht so krass auf Performance und so krass auf Track getrimmt waren, wie der neue M4 das ist. Und das werden wir jetzt gleich auch merken, wenn wir auf der Nordschleife sind. Denn an sich kauft man mit diesem Auto ein fertiges Track-Tool. Man haut noch Semis drauf vielleicht und dann hat man wirklich ein 1A Track-Tool, das richtig krass funktioniert. Was die Fahrmodi angeht, haben wir den M2 Individualmodus. Wir sind alles volle Kanone auf Sport, außer beim Fahrwerk. Da sind wir eine Stufe drunter. Und beim ESP sind wir auf dem ESP Sportmodus, also auf dem DSC Sportmodus. MDM heißt der bei BMW und auf Nummer sicher einfach, weil wir natürlich auch nicht hier irgendein Risiko eingehen wollen. Und dann fahren wir jetzt gleich mal drauf und gucken uns mal an, wie er sich so auf der Nordschleife verhält. Das Geile ist, jetzt kommt wieder die berühmte Zeitblase ins Spiel. Das Video, was wir jetzt gerade drehen, drehe ich vor dem eigentlichen Review von dem Auto. Das heißt, ich kann in dem Review, was ihr wahrscheinlich gestern gesehen habt, schon echt geil auf das Fahrverhalten eingehen. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum ich so viel darüber reden konnte gestern. So, wir gehen auf unseren besagten M2-Modus und es geht los. Eine Runde Nordschleife im neuen BMW M4 Competition mit 510 PS. Und 8-Gang Wandlergetriebe von ZF, was echt sauschnell schaltet für ein Wandlergetriebe. So, wir gehen ein bisschen früher vom Gas, muss hier erstmal ein bisschen reinführen. Reifen sind natürlich auch noch nicht ganz auf Temperatur. Und alter Schwede, das ist echt schnell. Das ist geil. Boah, Kopf drauf, gucken wir mal. Mega. Boah, die Bremse. Junge! Ja. Und wie man aus der Kurve beschleunigt. Ne? Sau ungewöhnlich für einen BMW, so früh schon ans Gas gehen zu können und so krass aus der Kurve raus beschleunigen zu können. Vorderachse brauchen wir auch noch ein bisschen Temperatur. Ja genau, nutzt das Drehmoment aus. Jetzt leicht bremsen, reinrollen lassen, guckt nach innen und nach außen. Genau, lass den da ruhig rollen. Boah, Junge! Alter Schwede. Top. Ja, genau. Den Curb kannst du mitnehmen, musst du nicht, genau. Sehr gut gemacht. Lass ihn durchrollen. Ganz sanft bremsen. Genau, lass ihn rollen. Ja, und go. Achtung, gelbe Flagge. Da, gelbe Lampe an. Ja. Boah, also ersten Meter schon. Das Auto ist so krass auf der Bremse, so stabil auf der Bremse. Wir haben die optionale Keramikbremse drin, von BMW natürlich. Im Performance-Paket ist die mit dabei. Und das funktioniert so krass, also unfassbar stabil beim Anbremsen, auch beim Einlenken noch auf der Bremse extrem stabil. Und generell ist das Auto, wie schon gesagt, unfassbar krass auf Track ausgelegt. Wir haben beim Einlenken ein sehr BMW-untypisches Verhalten, das funktioniert unfassbar krass, das Einlenken. Und natürlich auch beim Rausbeschleunigen. Keinerlei Traktionsverluste, der mechanische Grip ist Wahnsinn und die Kraft geht richtig, richtig geil an die Räder. So, jetzt ist hier eigentlich gelb wieder rum, ne? Ja, genau. Jetzt gucken wir mal, was wir hinten sehen. Aber ich sage dir, ja, das sieht eigentlich gut aus. So, dann geben wir da Gas. Ja, dann lässt uns auch vorbei, das ist top. Genau, bremsen, 5 Kilometer, schnell einlenken, dann wieder sanft ans Gas, ganz sanft, dann halten und Vollgas, komm. Und Bremse, hart. Nee, krass. Nicht, genau, bleibst du sanft dran und zieh auf, komm. Super, und noch. Fuchsröhre runter, kannst immer so einen Ticken früher schalten, weil wir runter beschleunigen. Jawohl. Curb folgen. Lass reinrollen, lass rollen. Rollen, Bremse und dann wieder über den Curb.
gerade drauf zu. Lass rollen, jawohl. Genau. Adenauer Forst. Wichtig ist danach. Wir müssen Oversteer. Und go, 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 go. Ja. Alter Vater! Das ist mega. Boah, das Auto ist Wahnsinn. Auf die 103 zu fahren, lieber ein bisschen früher bremsen, bleib auf der Bremse, weg von der Bremse einlenken, sanft ans Gas, geh ruhig innen an den Körper. Hier auch auf der Bremse ein, bleib drauf, lenk ein. Genau. Und go. Kannst einen Ticken früher nächstes Mal ran. Bremsen, bleib in 3, genau. Achtung, rollen, sanft ans Gas und go. Wieder nach links. Nur leicht bremsen, weg von der Bremse einlenken, nicht schalten. Bremsen, Ende Ratterstein einlenken. Genau, roll zum Curb, dann sanft ans Gas, sanft und go. Bremsen, auf der Bremse bleiben, einlenken, ruhig früh an den Curb ran. Lassen rollen, der lenkt super ein. Wahnsinn. Und go, nach außen. Wichtig jetzt hier, schalte ruhig früher hoch. Ja, Genau, da machen wir weg hier langsam wegen der Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, Boah, Jungs, ey, leck mich am Arsch. Also, sorry, wenn ich ein bisschen weniger rede heute, aber ich muss mich natürlich auch konzentrieren. Das ist nicht ohne und das ist verdammt schnell, ey. Lenkung ist auch echt krass. Das ist gefühlt schon Porsche-Niveau, was die Lenkung angeht. Das macht echt Laune. Das macht echt Laune hier. So, jetzt geben wir wieder Gas hier. genau, Lauderkurve, einfach mit angeben, nicht bremsen, bremsen und go. Jawohl, gerade Anfahrt Bergwerk, auf der Bremse bleib lange, Ende Ratterstein rein, nicht so früh, innen ran, ans Gas, guck nach außen, top, bleib hier. Sehr schön gemacht. Bleib so links bis mittig, dann schön jetzt innen ranfahren, so Gas halten, an der 128 sanft nach rechts, Gas halten, nur einlenken, sanft ans Gas, Lenkung weit, Lenkung früh aufmachen und weit. Jawohl, Anfahrt Mutkurve, lieber einen Ticken früher vom Gas und sanft bremsen und dann zack, Ende Ratterstein einlenken, weg von der Bremse einlenken, Fuß ans Gas, Druck auf die Hinterachse und go. Stark. Gut. Nice, laufen auf den da vorne auf. Das war vorbei. Lassen den eben vorbei. Jawohl. Lieber auch da so nichts riskieren. Sehr gut gemacht. Guck, da ist der Abschlepper. Ja. Machen wir einfach ganz entspannt. Kurz langsam. Genau. Halleluja! Alter Schwede. Also wir Das müssen, macht Bock, Leute. das ist mega, ne? Das macht richtig Bock. Boah, das Auto ist gemacht dafür. Man merkt, dass er wirklich viele Runden auf der Nordschleife gemacht hat im Entwicklungsprozess. Also er fühlt sich sehr, sehr heimisch hier. So, jetzt sind wir vorbei am Abschlepper, aber erstmal rein ins Karussell. Jawohl. Und Mitte raus und raus. Power mit. Jawohl. Auch das so eine Sache, wenn man hier rauskommt mit einem Hecktriebler, immer ein bisschen, ja, die Chance hat, dass das Auto versetzt, aber das hat er echt gut gemacht, ne? Ja. Probier noch ein bisschen direkter zu fahren. Wichtig hier AstroTurf nicht draufkommen, das war okay. Lass reinrollen, das ist kein Problem. Genau, nah an den Curb, nicht hier dran stoßen, sanft an die Bremse, weg von der Bremse. Geh ruhig, bleib ruhig in 4. Nimm das Drehmoment mit. Das Auto hat total Drehmoment. Sanft bremsen, einlenken, weg von lassen rollen. Wieder sanft ans Gas, einfach hier reinrollen. Jawohl, wenn du über den Curb fährst, fährst du voll drüber. Jawohl! Auf der Bremse einlenken, weg. Genau, sanft ans Gas, gut gemacht. Und go. Genau. Lassen da reinrollen. Nur bremsen, denk dran, dass du gleich früh in 4 gehst, einfach Drehmoment nutzen. Zack und 4. Und bleib in 4, nur bremsen. Jawohl. Lassen rollen. Jetzt ans Gas und go. Geil. Oh. Geil, hast du den Druck Ja, ja, gemerkt? mega, mega geil. Später schalten, bleib in 4. Nutz das Drehmoment. Und go. Und, ja, muss ein bisschen hier auf den Kollegen aufpassen. Ja, sehr gut. Lässt uns leider nicht vorbei. Ja, nee, ja. Mancher ist Nordschleife, dann. Genau, bremsen, weg von der Bremse, bremsen. Super gemacht, perfekt. Eine Lenkradstellung gut.
Jawohl, sanft umsetzen, machst du perfekt. Wieder sanft ans Gas und hochschalten. Ganz leicht lupfen und ans Gas. Ganz leicht, nee, nicht bremsen und go. Jetzt fährst du von Curb zu Curb. Folg ein bisschen der Richtung und Feuer frei. Let's go. Super. Boah. Gerade anbremsen, bleib gerade, bleib gerade, bleib gerade. Ich helfe dir, weg von der Bremse einlenken, sanft ans Gas. Gut gemacht. Wieder sanft ans Gas, genau. Lassen rollen, jetzt ans Gas. So, kleine Karussell. Jawohl, wir Auch müssen so. Galgenkopf aufpassen, sorry. Auch so ein Ding, wo man mit Hecktriebler, wenn man hier rauskommt, immer gern versetzt, aber da hat er jetzt auch reingeregelt. Ja. Achtung, der macht langsam. Ja. Wir hatten eben hier gelbe Flagge oder was? deswegen auch ein bisschen langsam. Ja, genau. Ich weiß nicht, was... Ja, wir müssen jetzt nicht auf den letzten Kurven auch noch. Ja. Ist egal. Aber ey, das war... Boah, hat das Bock gemacht? Mega. Oder hat das Bock gemacht? Ja, das war super. Also, ich bin unfassbar begeistert vom Auto. Einlenkverhalten, absolute Wahnsinn. Oh, die Kamera hat sich auch ein bisschen verabschiedet. So. Einlenkverhalten, absolute Wahnsinn. Auf der Bremse, wie stabil das Auto ist, unfassbar geil. Und die Traktion aus der Kurve raus für einen BMW super ungewöhnlich. Ist echt neu, das hat der alte M4 so nicht gemacht. Ja, wie schon gesagt, das ist ein geborenes Tracktool. Man merkt, dass das Auto hier echt schon einige Zeit verbracht hat. Auf jeden Fall. Semi-Slicks drauf und dann brauchst du hier nichts mehr zu machen. Nichts, 0,0. Völlig krass. Also, ja, ich kann dir dazu stimmen. Also, was mich am meisten beeindruckt hat, Bremse, Ja. brutal und die Traktion aus der Ecke raus. Ja. Weil ich hätte schon ein, zweimal gedacht, alles klar, jetzt fängt der an. Einmal hat man kurz übersteuern, Ja, ne, aber alles alles im Rahmen. Alles voll. voll im Rahmen. Alles Voll. voll geil. Ey, super. Auch vom Drehmomentverlauf richtig gut. Auch teilweise hätte ich auch gedacht, runterschalten, aber muss man gar nicht, weil Nee. Drehmoment Nee. kickt rein. Beim Schalten hätte ich noch ein bisschen optimieren können. Da war ich manchmal im zu hohen Gang und manchmal auch ein Schalter drin, der nicht nötig hätte Genau. sein müssen. Ne? Aber- Aber ich meine, wir sind ja alles gut. gerade am Jo, genau. Lernen. Ja? Genau. So ist jetzt das zweite Video. Ja? Ja. Ich habe zwar schon, weil viele auch geschrieben haben, oh, Mo wird jetzt zum Nordschleifenprofi. Ich habe auch schon so 150 bis 200 Runden Nordschleife auf dem Buckel. Ich hoffe, das sieht man auch oder merkt man auch. Ich weiß schon, wo es lang geht. Aber es gibt natürlich immer noch Verbesserungen und ich will mich halt auch verbessern. Und Markus ist Gott sei Dank an meiner Seite und hilft mir dabei. Ja klar, voll gerne. Ich fand es im Vergleich zu letzter Woche, was ich super fand, du hast echt geschaut, dass du die Strecke mehr nutzt. Letztes Mal, weißt du noch, haben wir gesagt, komm, Strecke nutzen. Das hast du super gemacht. Wir können teilweise, natürlich haben wir jetzt ein High-Performance-Auto, wirklich noch schneller in die Ecken reinlaufen lassen. Wir haben also am Anfang auch drüber gesprochen, finde ich gut. Und teilweise so ein bisschen direkter kannst du fahren. Ich finde, du fährst noch so ein bisschen oldschool klassisch, was ich cool finde, was nicht verkehrt ist. Ne? Also nicht falsch verstehen, das ist nicht verkehrt, das ist cool. Aber durch die Performance der Autos, also auch gerade hier mit dem M4, Fahrwerk, Reifen, Bremsen und jetzt mehr Grip, können wir da ruhig so ein bisschen mehr reinlaufen lassen. Wir können uns ein bisschen mehr auf den Reifen stützen. Ja. Daher mega. Ich will mich nicht verteidigen, aber es war auch die erste Runde, die ich mit dem Auto Ja, alles gut. gefahren bin. Nein, deswegen, alles cool. Nee, aber Sag ich ja. hat mega Bock gemacht. Und es ist für mich auch viel geileres Gefühl, wenn du nebendran sitzt. Weil du kannst ja auch einschätzen oder viel besser einschätzen, wenn ich mal doch einen Tick zu schnell auf eine Kurve zufahre. Ja. Oder Aber wenn das ich haben mal wir doch gar früher nicht. ans Gas gehen kann. Und dafür ist es halt wirklich. Genau. Und das war alles gut. Also es war ja nicht irgendwo, wo du zu spät dran warst, sondern alles klar, wir können sogar noch optimieren von der Linie, um das noch optimaler zu machen. Also was ja mega ist. So, wir sind jetzt gerade noch eine zweite Runde gefahren. War gerade zweite Runde nochmal deutlich krasser als die erste. Leck mich am Zückerli. Das war richtig krass. Wir waren wirklich schnell. Wir hatten keinen vor uns, wir hatten keine Gelbphase, wir konnten durchgehend Rambazamba am Gas bleiben. Ja. Und Wahnsinn. Und dieses Auto ist so unbeeindruckt von diesen 2 Runden Nordschleife, die wir jetzt gefahren sind, als ob wir einfach nur in die Stadt gefahren wären, ein Eis essen. Ja, absolut. So fühlt sich's an. Weil die zweite Runde war krass, auch wo wir sind Schwedenkreuz, ich glaube mit 240 angekommen, wo wir gesagt haben, oh! Und Wirklich schnell. Anbremsen Ahrenberg, also wo du richtig in die Bremsen musst. Breitscheid unten sind wir richtig zügig angekommen, weil wir ein bisschen an der Linie ja noch gefallen haben. Ja. Ey, mega. Und was sagst du so beim Fahren jetzt so auch? Das ist geil, ne? Ja, total. Also auch von der Lenkung, der ist direkt, hält die Spur. Auch gerade, wo ich auf die Bremse gegangen bin. Du bist ja auch relativ groß. Was sagst du so zum Sitzen? Sitzt du gut? Sitzposition ist super. Ich finde die Sitze, das habe ich ja gerade gesagt, ne? Ich finde die Sitze geil. Ja. Vor allen Dingen, das zeigst du ja noch,
Habe ich gestern gezeigt. Wie ich gesagt habe, hast du ja gestern gezeigt. Du hast nochmal diesen extra Seitenhalt. Und das finde ich gerade auf der Strecke so einen kleinen Gimmick, der dir aber echt viel hilft, weil du bleibst halt im Sitz. Ne? Ja, durch den Höcker hier, ne? Genau, durch den kleinen Höcker. Der Höcker drückt halt die Beine so außen ran schon. Genau. Ja. Und auf also die Wangen. So eine Vorspannung einfach im Körper. Ja, das hilft dir halt auf der Strecke ungemein. Und die Wangen sind super. Ich finde, ich sitze sehr gut als Großer. Wie groß bist du? 1,93. Ja, okay. Fühle mich gut, also auch gerade, ich muss immer so ein bisschen so ein Mittelmaß finden. Ne? Meine Beine sind jetzt sehr stark angewinkelt, ja. Einfach, dass ich da ein gutes Feedback kriege. Gehe dann mit dem Sitz ein bisschen zurück, aber ey, Hammer. Ja. Hammer. Geil, Leute. Ja, aber das war's jetzt mit dem Video. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.